previously during the investigation. York, the other me. My other personality. There are some things in this world that must be extracted. No matter... York, I'm sorry, Why can you cause me pain? A red tree! York and Zach. Finally, I understand. You two really are best friends. I'm a little jealous. I'm sure he'll make you very happy. Are you leaving today? Maybe. Zach, that story I told you the other day, did you believe any of it? The fact of the matter is that I couldn't save Emily. So it really doesn't matter whether I believed you or not. I'm very sorry about her. There's something mysterious about that picture. There's a calming beauty to it, and yet it exudes sadness. Harry, I have a few questions for you. About what, Zach? Your last name isn't really Stewart, is it? Yeah, that is correct. It's really Woodman. Harry Woodman. George was my son. You were there in the White Room when I was there. Why? The same reason as your father. Long, long ago, I too was unable to shoot my wife. What's worse is that I was also unable to kill myself. Which is why I lost both. The woman I loved and my son. My wife suffered from a mental illness, but I still loved her. I wanted to save George too, if I could. Everything was my fault. If only I had the courage to make the right decision, Emily and the other girls would not have died. But you have put an end to all of that. I wonder if they are happy. Zach, no need to worry about that. York will guide Emily and the other girls into the forest. Ach ja. Schon ein schöner Gedanke, aber auch irgendwie traurig. Hey, Michael. Mind stopping the car for a moment? Very well, Mr. Francis Zach Morgan. Francis Zach Morgan, ja? Okay. I heard you're leaving. Uh-huh. That's right. It's a shame about Emily, and the other girls, too. How are Isaac and Isaiah? Oh, they're fine. They still don't think the girls are dead.
Give it to him yourself. He's right next to you. Oh, okay. I understand. We'll do it for you. Emily kind of told us to give this to you. Emily said it's a present for Zach. Thank you. Where did you get this? Emily asked us to give it to you. See? She's over there. There's another Zach there too. You're twins, just like us. Emily couldn't give it to you herself. She said she's too embarrassed. So, she asked us to hand it to you. Emily really likes you, Zach. She really likes you. No, she doesn't. Not me. She really likes that guy York, the guy you see standing next to her. Anyways, you two. Be nice to the girls, okay? And they'll be nice to you. We don't like girls. Girls are boring. Gotta love him. Just full of energy. Emily, York, sounds like you're both doing fine. I feel better about you two now. And hey, York, I figured out why George carried on his body all the way into the woods. It was for them. He wanted Isaac and Isaiah to find her. Mr. Francis Zach Morgan, if you are finished, if you are, please, let us return to the car. No need for that. You can go home. I want to take a look around more. Very well, then. I'm sure Mr. Stewart will approve of that. Ah, thank you, Michael. Und Zack ist jetzt ganz alleine, weil York sich um Emily kümmern muss. Ach Mann. So, aber so ein bisschen was haben wir noch zu erledigen. Wir sind... Wo sind wir denn? Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ein bisschen Weilchen her jetzt. Ja. Wir sind in der Ausfahrt von Harrys Anwesen. Kann das sein? Ja. Genau. Also wir müssen noch so ein paar Sachen erledigen. Als allererstes muss ich mal in die Sammelkarten gucken. So, welche fehlen uns denn noch? Die 2 fehlt noch. Hier. Dann Nummer 41. Ja. Ich vergleiche das gerade nochmal mit meiner Liste, dass ich nichts verpasse hier. Das ist 46. 47 und 48. Jo. Das sind die Karten, die wir für die Spukorte kriegen. Also wenn wir die Actionsequenzen nochmal spielen. Die 50 fehlt noch, das ist richtig. Ja, und dann die allerletzte. Okay, wir haben auch noch 5 Quests ausstehen. Das kann ich auch gleich einmal zeigen. Und zwar... Mal gucken. Eine für Keith Ingram. 2 für Keith Ingram sogar. Dann haben wir für Harry Stewart und Michael Tillotson noch jeweils eine Quest. Die können wir jetzt dann gleich mal in Angriff nehmen. Und natürlich Wesleys Quest, hier alle Karten zusammenzukriegen, ne? Okay, dann wollen wir das mal in Angriff nehmen. Ich nehme mal dieses schnieke Auto hier. Ist das unseres?
Ist mir egal. Jetzt ist es meins. Schade ist nur, dass wir jetzt wahrscheinlich keine Konversation mehr haben. Das ist unser Auto, ne? JZ, York Zack. Oh, aber doch. Can you hear me? I'm a little jealous. I'm all alone on this side now. But don't worry, young. I've had it easy for so long having you with me. I need to get used to being on my own. Ja. Da hat er wohl recht. So, also im Prinzip könnten wir das Spiel jetzt jederzeit abschließen, indem wir ins Hotel fahren. Und dadurch dann quasi die Stadt verlassen. Aber ich will halt die übrigen Nebenquests noch machen. Und wir müssen ja den ganzen Bewohnern der Stadt hier noch Goodbye sagen. Also ich denke, wir sind noch 2, 3 Folgen bestimmt beschäftigt. Vielleicht sogar noch ein kleines bisschen länger. Ich weiß nicht, wie lang die Nebenquests sind. Oh, wenn wir da überall so viel fahren müssen wie hier. Boah, Harry, wo wohnst denn du? Was war denn das jetzt? Dreht sich einfach das Auto um. Das ist ja frech. Ah, schöne Musik, muss ich sagen. Ja, meine letzte Aufnahme von Deadly Premontion ist jetzt schon ein paar Monate her. Ich muss mich hier erstmal wieder reinfuchsen. Alter. Von daher bitte ich so das ein oder andere hier zu entschuldigen. Ein schönes kleines Detail ist auch, dass oben links jetzt nicht mehr York steht, sondern Zack. Francis Zack Morgan. Ey, das ist ja eine Katastrophe hier. Alter. So, wenn ich hier ankomme, ist geschlossen. Das ist natürlich schon mal schlecht. Aber keine Katastrophe, weil wir können ja einfach erstmal den Spukort machen und uns später nochmal hierher teleportieren. Wir haben 4 Actionsequenzen, die wir noch nachspielen müssen. Das Community Center, Harrys Anwesen, das Sheriff Department und die Galaxy of Terror. Und da kriegen wir jeweils noch eine Karte für. Und dann haben wir die Karten fast zusammen. Die anderen beiden Karten, die uns noch fehlen, die gibt es dann für die Sidequests, die wir für Harry und Michael noch zu erledigen haben. Ich habe doch bestimmt noch eine bessere Waffe als die hier. Ich habe sogar 2 bessere Waffen als die hier. Ich nehme einfach wieder die Maschinenpistole. Da bin ich ganz gut mit gefahren bisher. So, wo ist denn überhaupt die Karte? Wo müssen wir denn hin? Die Karte ist da rechts. Das heißt, wir müssen als allererstes... Wir müssen ganz außen rum, ne? Okay. Ich habe eigentlich nicht vor, hier jetzt großartig zu kämpfen, weil wir mit dem Geld sowieso nicht mehr viel anfangen können. Ich renne einfach durch, soweit es geht. Ja, ja. Hier bin ich schon mal falsch, oder? Hi. Hier muss ich lang. Dann müssen wir hier hoch. Okay, das ist mir doch ein bisschen eng. Okay, zielen konnte ich schon mal besser. So, ich glaube, wir müssen... Aha. Hier ist ja richtig was los. So, dann müssen wir hier einmal rum.
Weg. Du auch, komm. Meine Zielgenauigkeit ist mir gerade sowas von egal. Oh, der hat eine Waffe. Den soll ich vielleicht mal abknallen. Das tut sonst richtig weh. So, und dann hier den Flur weiter. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Na super. Wir brauchen einen Allgemeinschlüssel für. Wo kriegen wir die denn her? Auf jeden Fall erstmal geradeaus weiter. Dem Gang folgen. Ja, das war hier, wo ich mit dem großen Hund gerechnet habe, ne? Ja, das mit dem Spukort hier, also mit der Action-Sequenz, das hat sich jetzt so ergeben. Ich werde mit ziemlicher Sicherheit die anderen 3 Offscreen machen. Bei dem hier nehme ich euch jetzt mal mit, weil ich jetzt nicht mitten in der Folge einen Schnitt machen wollte. Hallo. Der hat eine Schrotflinte, der muss weg. Ach so, so ein Schluss ist das. Okay. Dann ist das ja doch ganz einfach, da hinzukommen, wo es die Karte gibt. Müssen wir ja nur noch den Gang runter und dann sind wir schon da. Gibt ja außer der Karte eigentlich nichts, wofür es sich lohnt, hier großartig zu bleiben, oder? So, zack. Red Tree ist unser. Muss ich nur noch einen Weg hier rausfinden. Oh, der schießt. Aber nicht auf mich. Jo, jetzt muss ich den Weg hier rausfinden, ne? Ah, da ganz oben hin. Na gut. Na gut, dann laufen wir da halt hin. Moin. Dem Gang folgen. Sind wir hier durch? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich gebe es zu. Ja, hier müssen wir rein. Und da müsste dann ein Ausgang sein. Hier rechts um die Ecke. Und goodbye. Na, das war doch jetzt gar nicht so schwer. So, das war schon mal eine Karte. Fehlen noch 5. Eigentlich fehlen noch 6, aber 5, die wir jetzt hier tatsächlich kriegen können. Wie wir die letzte, die allerletzte Karte, die Karte Nummer 65 kriegen. Da wäre ich selber nie im Leben drauf gekommen. Das musste man mir auch mitteilen. Und ich werde es euch auch mitteilen, aber erst wenn wir wirklich ganz am Schluss angekommen sind. Warum steige ich jetzt ins Auto ein? Ich bin doch doof. Ich will jetzt in die Milchbahn. Da nehmen wir am besten das Radio für. Es sei denn, das Radio funktioniert jetzt nicht mehr. Das wäre natürlich doof. Das müssen wir ausprobieren. Oh, oder ist hier inzwischen offen? Nein. Wenn wir später wiederkommen. Da müssen wir später wiederkommen, aber das ist auch nicht das Problem. Ich sage immer Radio, weil es im Englischen Radio heißt. Das ist furchtbar. Milchbahn. Zack. Hier können wir nämlich gleich 2 Nebenquests starten wieder. Wir wollen ja mal zum Ende kommen, ne? Wir wollen schon mal abschließen hier. Kartoffeln stillen den Hunger ein wenig. Gib Kartoffel. So, wollen wir mal hoffen, dass seine Frau nicht gerade da ist. Ich weiß nicht, ob sie uns das nicht vielleicht übel nimmt, wenn wir Keith seine Gitarre wiedergeben. Denn genau das habe ich jetzt vor. Ne, Keith? Hey, Bro. Noch immer in der Stadt, Zack. Verstehe. Einen so fetzigen Laden kannst du einfach nicht verlassen. Das ist cool, Mann. Echt cool.
Was wollen Sie? Ich habe da was dich interessieren könnte. Oh, baby! Ich trinke mal zwischendurch einen Schluck. Find it. Lily gave it to me. As a reward for cleaning up the storage room. Oh, I see. Well, I'm happy to see it with you. Treat it well. I'll just do the manly thing and forget about it. Come on now, Keith. I can't play it myself. Instruments exist to be played, not to become an ornament. What am I going to do with it? Use it as a weapon? That's not what it's for. You're the owner of this guitar. You should have it. Bro! Your story relit the burnt-out fire of rock in my soul. FBI, you're all right. Hey, just hold on a moment. Take this then, in exchange. Die Goldkarte der Milchbahn. It's a gold card, our super discount card. There's no markup on anything we sell you if you use this. This, in a way, means I'd work for no pay for you, man. Are you sure? Of course, we're buddies, man. Yeah. Quest 17, Männerfreundschaft. Clear. So, das ist aber noch nicht alles, was Keith im Angebot hat. Denn mit der Rabattkarte können wir uns jetzt für $3.000 die Spukortkarte C kaufen. Nicht, dass wir das $3.000 jetzt wirklich viel für uns wären, wenn ich da gerade mal oben links gucke, dass wir $36.579,20 in der Tasche haben. Wollen wir eigentlich so viel Geld her, sag mal. So, die Karte bitte. Der letzte Spukort wartet. Hey man, that map you just bought. It's the map to get to the Greenvale Central Substation. It's down by the Emerald River, owned by a company named Darius Incorporated. It's there to supply extra power through hydroelectricity. Cool, huh? But it hasn't been used since a certain incident. The name of the victim was Laura, the only daughter of the rich Bartons who lived down by the lake. One weekend morning, the man of the house, Alex, was awoken by the screams of his wife. When she calmed down, she told him that Laura was gone. Alex did his best to calm his hysterical wife and started looking for the girl. There were a lot of possibilities at this point as to what happened. But heading out to the garden, he came across something chilling. His daughter's beloved dog, soaking wet, with one of her shoes in his mouth. She drowned. Ah, well, Alex headed for the bathroom next. I would have headed straight for the boathouse myself. Was he confused? Maybe just shaken? He washed his face, his hands, and then he called the police. So he was worried about something else. Oh yeah, FBI, you're hot. The police searched the lake for like 10 days, but they didn't find Laura. The search was called off, but some people started to doubt that this was a simple drowning. 31 days after she vanished, Laura showed up in a most unexpected place. There was a massive power outage after a night of rain. Laura's body was the cause. Oh man, it makes me shudder to even think about it. When a worker from the electricity company opened up the water turbine, there she was, inside, mutilated. Having fallen into the lake, the turbine must have sucked her up. The blood vessels in her eyes had burst, and her nails were ripped off. Her hair was all caught in the turbine, too. It must have been a painful way to die, man. And during the autopsy, signs of abuse were found on her body. That's what the father was worried about. Of course, that led to the rumors that she took her own life. Lost in a maze of abuse by her parents, she chose to give up living. But in doing so, she brought the truth to light. Kinda creepy though, huh? Sad too. You better be careful, Mr. FBI, if you go down there by yourself.
Quest 16, die Karte von Spukort C. Beginnt. Wir können uns noch mal kurz in der Liste angucken. So, da ist es. So. Das reicht erstmal. Wenn wir gerade hier sind, können wir auch kurz mit Lilly reden. Hi there. Oh, hallo Schatz. Du bist also noch in der Stadt? Nein, nein, nicht kaufen. Scheiße, ey. Ich sehe mal so spät reagieren auf irgendwelche Controller-Inputs. So, jetzt. Weißt du, was ich dachte, als ich hörte, dass die Täter gefasst sind? Wir können wieder bei Nick essen. Nick haben wir ja viel zugemutet. Daran lässt sich nichts ändern, das gehört dazu den Ermittlungen. Jeder hat Geheimnisse, die er vor anderen verheimlichen will, oder? Aber trotzdem. Dass der Sheriff, der uns schützen sollte, hinter allem steckte. Ich kenne George schon so lange. So ist er noch nie gewesen. Dann hat er sich nur so verändert. Das werden wir jetzt nie mehr herausfinden. Aus dieser Geschichte können wir auch etwas lernen. Das Böse lauert überall und wartet nur darauf, über uns herzufallen. Das ist wahr. Man muss immer auf der Hut sein, jeder von uns. Die Menschen sind schwach und können allein nur wenig ausrichten. Boah, voll tiefgründiger Scheiß. So, ich bin gerade überlegen, was wir jetzt als nächstes machen, wenn Harry und Michael noch nichts mit uns zu tun haben wollen. Ich frage mich, zu welcher Uhrzeit die verfügbar sind. Ja, ansonsten haben wir nicht mehr großartig Nebenquests, die wir machen können. Hier den Spukort jetzt noch. Und die 3 Action-Sequenzen, die wir nochmal nachspielen. So, welcher Spukort ist es denn jetzt eigentlich? Schiete. Lässt sich das irgendwie feststellen? Umspannwerk. Hier, da. Nach Norden. Ist der Spukort, der als nächstes auf unserer Liste steht. Brauchen wir aber ein Auto für. Da laufe ich nicht zu Fuß hin. Bin mal gespannt, was es da als Belohnung gibt. Für die letzten beiden Spukorte haben wir jeweils eine Waffe mit unbegrenzter Munition erhalten. Erst die Maschinenpistole und dann die Shotgun. Ich hätte es ja andersrum gemacht, weil die Maschinenpistole ist natürlich die einzige Waffe, die wir je benutzt haben, dann, nachdem wir sie erhalten haben. One more thing. I hope things are going well with Emily. You've always been horrible with women. I gave you tons of advice during your last relationship, and you ignored all of them. I'm sure Emily will take the lead. Just don't fight her. Let her steer you in the right direction. Wie kommen wir denn dahin? Da muss ich jetzt erst einmal nachgucken gehen. Weil hier kommen wir ja nicht durch, ne? Müssen wir durch das Spannwerk gehen, was? Ist das denn möglich? Ja, geht. Na gut, dann würde ich sagen, für heute ist Schluss mit Deadly Premontion und in der nächsten Folge gucken wir uns mal Spukort C an. Bis dann.